Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Autohive. Ich sitze im Auto hier, erkläre ich sofort. Ich muss jetzt hier einfach mal still sitzen bleiben. Ich will euch nämlich eben erklären, was wir machen. Wir sind auf dem Weg von Berlin über Bielefeld nach München. Gut 1000 Kilometer legen wir heute an einem Tag elektrisch zurück, denn ich sitze in einem Elektroauto. Was ist das nochmal für ein Elektroauto hier? Das ist ein iWays U5. Also, ja. Ist das eine neue Marke? Das ist eine neue chinesische Marke, direkt aus Shanghai. Also, ja, guck. Und woher weißt du das so genau? Tja, irgendjemand hat mir das verraten. Vielleicht war es ja. Wir stellen hier übrigens nichts. Ne? Also, wir sind auch gerade erst ins Auto eingestiegen. Nein, wir sind schon Richtung Würzburg unterwegs. Wir haben schon eine ganze Menge Spaß gehabt. Ich weiß gar nicht, wie lange, jetzt 10 Stunden sind wir am Fahren schon, ne? Oder? Du, wir sind ich bin ja leider verschlafen heute Morgen, muss man sagen, was ja ganz peinlich war. 10 Stunden sind wir unterwegs, oder? Ja, ist krass. Also wir Nicht ganz, 9 Stunden. Tatsächlich 10 Stunden im Auto, haben uns vorher einmal die Hand geschüttelt und haben aber jede Menge Spaß gehabt. Und ich finde es richtig spannend, weil der Alex mir ganz viele Sachen erzählt, wie das Business aus seiner Sicht läuft. Und diese Sicht unterscheidet sich doch deutlich von dem, was ich bisher aus der automobilen Branche erfahren habe. Dazu haben wir euch auch einen Clip gedreht schon und den gibt es aber in ein paar Tagen erst. Heute möchte ich eigentlich mal so ein bisschen was über dieses Auto erfahren von dir aus deiner Sicht. Ich habe ja auch ein Review dazu gedreht, sowohl hier auf Autohive als auch auf Ausfahrt TV, eine lange Videokaufberatung. Und ich habe so ein paar Sachen, ein paar Fragen, die können wir hier mal aufgreifen. Natürlich auch kritische Sachen. Ne? Also ich bin hier nicht auf Kuschelkurs. Unter anderem starr ich hier die ganze Zeit an der A-Säule auf so ein schwarzes Loch. Das ist doch bestimmt die mega Tesla-Überwachungskamera. Ja, die wurde von Tesla eingebaut. Nein, natürlich nicht. Das ist eine Kamera, du hast vollkommen recht, das ist die Fahrerüberwachung. Das ist übrigens ab nächstes Jahr ist das gesetzlich vorgeschrieben, weil damit überwacht werden soll, ob der Fahrer Drowsiness nennt sich das, ob der Fahrer zu müde wird und der Fahrer dann gewarnt werden soll, dass er eben zu müde ist. Anders als bei anderen Herstellern ist dieses System aber bleibt im Auto und sendet 0,0 Daten nach außen. Also wir halten auch nichts davon, diese Daten zu überprüfen oder irgendetwas mit diesen Daten zu machen, sondern für uns ist das nur ein System, wo mit höherer Sicherheit ins Fahrzeug eingebaut wird, die auch komplett im Fahrzeug an sich bleiben kann. Wie funktioniert das technisch? Weißt du das? Wird mein Kopf gescannt oder meine Pupillen getrackt? Oder? Nein, dein Kopf wird gescannt und ja, deine gesamte Gestik, die gesamte Mimik des Gesichts wird gescannt und eben überwacht, ob du jetzt gehst. In China noch sehr wichtig, ob du rauchst zum Beispiel oder ob du dich mit deinem Handy beschäftigst. Wir wissen noch nicht ganz genau, wie das nächstes Jahr umgesetzt werden soll. Also ab nächstem Jahr muss es in allen neuen Modellen eingebaut werden. Wir haben es jetzt eben schon. Europäische, weltweite Verordnung? Oder? Das ist eine europäische Verordnung. Okay. Ab 2024 muss es in allen Modellen drin sein. Und da wird es sicher noch Details an der Ausgestaltung geben, aber das ist ungefähr das, was du dann dort auch erwarten kannst. Okay, jetzt gucke ich hier auf ein Display hinter dem Lenkrad. Daneben gibt es 2 kleine Displays. Die kennt ihr, wenn ihr die Kaufberatung kennt. Das finde ich schon mal, ist eigentlich ganz nett gemacht, gerade die kleinen Displays. Habe aber hier nochmal mein zentrales Display auch. Und was ich vermisse, nicht Knöpfe. Ne? Ich kann hier einmal die Fahrstufe einlegen, ich kann die Handbremse anziehen, Parkassistenten aktivieren und einen Autoholbutton gibt es. Und hier oben Warnblinker. Warnblinker und SOS-Taste. Ja, Ende. Ja, bist du ein Knopffetischist, oder? Nein, hier, die Zentralverriegelung habe ich noch. Zentralverriegelung. Also wir haben das Fahrzeug natürlich so entwickelt, wie wir auch denken, dass es ein modernes Fahrzeug sein sollte. Das hat sicher auf der einen Seite mit Kosten zu tun, weil jeder Knopf kostet für die Entwicklung sehr viel und wir müssen auch überall Kabel hinlegen und so weiter. Ganz kurz, ich will nicht unhöflich sein, aber genau das habe ich euch schon mal gesagt. Ne? Es kommt ja immer wieder die Frage, Audi, warum haben die denn plötzlich 23 Displays im Auto? Ne? Warum machen die alle Klappe weg? Ja, Kostengründe, ne? Ist doch so. Muss man doch mal sagen. Sicher auch Kostengründe, ja.
Ja gut, du sagst professionell sicher auch. Ich sag Kostengründe, ja. Ja, gut. Ja, ich weiß jetzt nicht, warum Audi irgendwas macht. Und da möchte ich natürlich auch nichts drüber sagen. Okay, Entschuldigung, professionell. Ich vermute das auch. Ja, gut. Von daher, ich weiß nicht, was die machen. Für uns ist es ganz geil. Es hat einfach zwei Gründe. Zum einen mal ist die Funktionalität einfach viel besser. Wenn ich einmal einen Knopf verlege, ist der Knopf verlegt und der Knopf bleibt immer Knopf bis an sein Lebensende. Was ich jetzt hier auf dem Screen habe, kann ich immer noch verändern. In Zukunft wird das sicher auch noch einfacher veränderbar sein. Und das Fahrzeug kann dadurch einfach auch immer wieder auf den neuesten Stand gebracht werden. Wenn wir jetzt neue Systeme dazu entwickeln würden, zum Beispiel können wir das auch auf die älteren Fahrzeuge noch aufspielen. Wenn ich jetzt einen neuen Knopf entwickelt habe, soll ich noch ein Loch einbohren hier irgendwo? Das funktioniert einfach nicht. Und ihr macht, auch das muss man sagen, Updates over the air, richtig? Wir machen over the air, nichts Sicherheitsrelevantes, werden das auch zurzeit in diesem Fahrzeug nicht machen. Das heißt also, gewisse Updates müssen immer noch in der Werkstatt vorgenommen werden. Gewisse Updates können aber over the air gemacht werden. Okay, wir fahren den U5. U5 ist erstmal ein guter Einstieg zwischen 1 und 10. Da hast du noch Platz nach oben, Platz nach unten. Wen wollt ihr mit dem U5 ansprechen? Du, wir haben auch noch von A bis Z. Also wir können beides noch machen. Okay, verstehe. Ja, also wen wir mit diesem Fahrzeug ansprechen wollen, finde ich eine sehr interessante Frage, weil diese Frage wurde mir natürlich, als ich vor mehr als 3 Jahren mit iWays zusammengekommen bin und als wir angefangen haben, wurde mir auch gestellt, wen sprechen wir denn in Europa damit an? Und zu dem Zeitpunkt, damals musste ich sagen, weiß ich noch nicht, müssen wir erst noch rausfinden, weil wir erst mal sehen müssen, wer überhaupt Elektromobilität haben möchte. In der Zwischenzeit muss ich sagen, wenn wir die Kunden angucken, dann sind die von jung bis alt und in allen verschiedenen Stadien. Sie wollen aber gewisse Dinge, wollen sie alle dasselbe. Sie wollen Elektromobilität haben, sie wollen das zu einem Preis haben, der für sie vernünftig scheint und sie wollen ein relativ praktisches, aber trotzdem elegantes und bequemes Auto. In diesem Fahrzeug, ich weiß ja, hier hinten haben wir Platz ohne Ende. Das ist eben auch wieder etwas, was aus China kommt, dass die Rückbank nicht vernachlässigt wird, wie das in Europa üblicherweise der Fall ist, sondern dass die Rückbank tatsächlich noch so viel Platz hat, dass man wirklich auch gut sitzen kann. Zielgruppe hat eben elektrisch möchte sie fahren, sie möchte es zu einem vernünftigen Preis fahren und das Fahrzeug muss auch praktisch sein. Das heißt, also wir haben üblicherweise wahrscheinlich keine Singles, sondern Leute, die dann doch mehrere Personen befördern, das heißt also Familie. Ob das mit Kinder, ohne Kinder, haben wir eigentlich beides wiederum. Aber es gibt interessanterweise keine so ganz spezifische Zielgruppe, die wir ansprechen. Ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass der Übertritt vom Verbrenner auf Elektrofahrzeug jetzt quer durch die Gesellschaft eigentlich geht. Und es gibt eben in jedem Segment oder in jeder Kohorte gibt es Leute, die früher dahin gehen und Leute, die später dahin gehen wollen. Leute, die es früher mal ausprobieren wollen und sehen wollen, dass es funktioniert. Und Leute, die dem Ganzen immer noch nicht trauen. Und daher sprechen wir sehr unterschiedliche Personen an. Wenn ich jetzt den iWays U5 sehe, und wir haben eben noch gewitzelt, Buchstaben und Zahlen noch ohne Ende, was können wir als nächstes von euch erwarten? Ja, als nächstes werden wir den U6 nach Europa bringen. Der U6 ist ein ähnliches Fahrzeug, aber eher Coupé gestaltet. Ist eigentlich eher von der Ausgestaltung dann vielleicht doch ein bisschen sportlicher ausgerichtet. Hat aber im Prinzip bringt die gleiche Ausstattung mit. Manche Dinge sind jetzt noch mal einen Schritt weiter getrieben. Also ich möchte jetzt nicht zu viel verraten, weil wir ihn noch nicht in Gänze vorgestellt haben hier in Europa. Aber wir haben uns noch andere Dinge überlegt für die Screens zum Beispiel. Weil wir denken, es gibt noch, die gefallen zwar die 3 hier jetzt gerade, aber wir denken, es gibt noch eine bessere Anordnung. Und diese Neuerungen werden in dem Fahrzeug drin sein.
Und ansonsten gibt es noch einige weitere Enhancements in dem Fahrzeug, die wir dann hier auch nach Europa bringen werden. Der kommt Anfang nächsten Jahres. Ende nächsten Jahres haben wir dann ein weiteres Modell geplant. Darüber möchte ich aber noch nicht sprechen. Okay. Wenn ich dich jetzt darauf anspreche, dass ihr bei diesem Fahrzeug beim Euro NCAP Crashtest nur 3 Sterne bekommen habt, hast du eine gute Antwort? Oder? Also ich war bei dem Crashtest sogar dabei, nachdem ich damals einer der wenigen war, die in Europa waren und wir damals auch schon Schwierigkeiten hatten, Leute nach Europa zu bringen, habe ich das auch betreut zum Teil. Ich kann dazu nur sagen, dass wenn man die Details anguckt, dann sieht man das bei den Crashtests. Also so ein Test baut sich aus 4 Teilen auf. 2 davon sind die Crashtests. Zum einen mal die Frontpassagiere und dann Kinder hinten. Das war bei diesen beiden Tests haben wir 5 Sterne erreicht. Wir haben 3 Sterne erreicht bei der Vulnerable Road Users, das heißt also Fußgängerschutz. Und zwar nur aus einer Kleinigkeit, das ist nämlich der Hüftschutz war nicht ausreichend. Alle anderen Systeme, also Notbremssysteme und ähnliches, hat die volle Punktzahl bekommen. Und was wir damals gemacht haben, wir haben ein Fahrzeug relativ früh nach Europa gebracht. Das war ein Vorserienfahrzeug und das war dann von den Systemen her noch nicht auf Europa kalibriert. Und von daher konnten wir gewisse Geschwindigkeitsanzeigen nicht erkennen. Und das hat uns dann die 3 Sterne noch gebracht am Schluss. Also von der Grundstruktur ist das Fahrzeug, man denkt ja immer 3 Sterne, was heißt das denn eigentlich? Ist das Fahrzeug dann unsicher? Das heißt einfach, dass das Fahrzeug in der Grundsubstanz sicher ist. 5 Sterne hat es, wie gesagt, in einem reinen Crashtest erreicht. Und da geht es nicht nur um den Crash, sondern geht es auch um die Auslösung der Airbags und so weiter. Die Assistenzsysteme, die waren das, die damals eigentlich die 3 Sterne dann zustande gebracht haben. Meinst du nicht, dass es gerade für den deutschen Markt wichtig ist, dann so einen Test nochmal zu wiederholen mit dem aktuellen Setting, um dem Deutschen, der ja auf dieses Euro NCAP Crash-Test-Ergebnis doch durchaus Wert legt? Ja, das werden wir auch machen. Wir werden es allerdings mit dem U6 machen, also der gleiche Struktur, gleiches Fahrzeug, nur eine neue Kalibrierung. Das werden wir nächstes Jahr machen. Viele Leute haben mir gesagt, ja, könnt ihr den Test nicht nochmal machen. So, Euro NCAP hat leider am Ende des Jahres, kurz nach unseren Tests, das Testprozedere komplett umgestellt. Und wir konnten dadurch, wir haben sogar einen Crashtest wiederholt, aber wir konnten das nicht mehr wiederholen. Das wurde nicht mehr akzeptiert, sondern man hätte das gesamte Setting nochmal von vorne anders machen müssen. Das wollten wir auch und dann kam eben Corona dazwischen. Und daraufhin haben wir es eben nochmal verschoben auf nächstes Jahr. Aber wir haben überhaupt kein Problem mit dem Resultat, weil wir wissen, dass wir die Verbesserungen gemacht haben, die notwendig sind. Und von daher ist es natürlich aus Marketinggründen ist es nicht besonders gut für uns, aber von der Sicherheit her sind wir überzeugt, dass es den Standards eines 5-Sterne-Tests entsprechen würde. Und ich muss mal an dieser Stelle lobend erwähnen, dass man solche Fragen nicht allen Herstellern stellen darf. Da kommt gerne auch mal die Klappe und die Bitte, man möge diese Frage einfach streichen, wenn man sie nicht beantworten möchte. Ich finde es super, dass du so offen darüber sprichst. Das zeigt auch irgendwie, und gerade beim Euro NCAP Crash habe ich auch schon öfter gesagt, man muss schon genau hingucken, an welchen Stellen es denn gerade gehakt hat und ob die Stellen dann für einen selbst relevant sind. Ihr habt als Partner Euronics, um das Fahrzeug zu vertreiben, kann ich bei jedem Euronics-Partner eine Probefahrt machen? Also Euronics hat 1600 Standorte in Deutschland. Und natürlich steht nicht bei jedem dieser Standorte eines unserer Fahrzeuge. Und wir haben 50 Standorte fast 50 Standorte ausgewählt, zusammen mit Euronics.
die unsere Stützpunkthändler sind. Und bei denen kann man dann immer die Probefahrt machen. Die sind so über Deutschland verteilt, dass es eigentlich für jeden passen müsste. Gut, dann würde ich sagen, an dieser Stelle, wir setzen unsere Fahrt jetzt fort. Ihr bekommt noch einen zweiten Clip mit dem Alex. Da geht es nochmal deutlich tiefer in die Materie. Wir Chinesen, ihr Chinesen, alle sind Chinesen. Nein, aber es wird lustig, das kann ich euch versprechen. Ja, wir verabschieden uns jetzt, fahren weiter nach München und googelt ruhig mal nach der ED 1000. Großes E, großes D, die 1000 ausgeschrieben. Eine Veranstaltung, die unter anderem der werte Kollege Jens Stratmann, wohl bekannt als Mitbegründer von Ausfahrt TV, mitorganisiert hat. Und da gibt es auch spannende andere Beiträge noch zu. Ich verabschiede mich jetzt, oder ich lasse dich zumindest erstmal verabschieden. Tschüss! Und ich verabschiede mich wie immer und sage zu euch, bleibt gesund da draußen. Tschüss, bis dann, euer Jan.